Saludos amigos, hier ist Thorsten von deindlp.de. Heute möchte ich euch mitnehmen zu einem Rundgang durch Disneys Hotel Santa Fe. Disneys Hotel Santa Fe ist ein Hotel mit 1000 Zimmern, das an den Ufern des Rio Grande gelegen ist. Das ist eine Anspielung auf die Stadt Santa Fe, in deren Nähe der Rio Grande vorbeifließt. Entlang des kleinen Flusses führt auch der Fußweg, der euch vom Hotel zu den Parks und zum Disney Village bringt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Rio Grande liegt übrigens das Hotel Cheyenne, zu dem wir auch ein Vorstellungsvideo haben. Und wir blenden euch jetzt den Link dazu oben rechts in der Ecke ein. Ihr befindet euch hier tief im Südwesten der USA an der Route 66. Radiator Springs könnte hinter der nächsten Kurve gelegen sein. Daher scheint es nur folgerichtig zu sein, dass euch direkt am Eingang des Hotels Lightning McQueen und Sally aus dem Film Cars begrüßen. Eröffnet wurde das Hotel am 12. April 1992, als das Disneyland Paris eröffnete. Damals natürlich noch Euro Disney genannt. Damals sah auch das Hotel Santa Fe noch ganz anders aus. Aber dazu erzähle ich euch später noch einiges mehr. Disneys Hotel Santa Fe ist in zahlreiche Gebäude aufgeteilt. Die Hotelzimmer verteilen sich auf diese einzelnen Gebäude, die bis zu 4 Etagen hoch sind. Ihr könnt euer Auto bequem vor dem Gebäude oder zumindest in der Nähe des Gebäudes parken, in dem sich euer Zimmer befindet. Im rechts vom Eingang gelegenen Hauptgebäude befinden sich alle zentralen Einrichtungen, wie die Rezeption, das Restaurant, ein Shop und ein Starbucks. Auch hierüber erzähle ich euch nachher natürlich noch mehr. Als Disney sich entschieden hatte, ein europäisches Resort zu bauen, wurden für das zentrale Hotelgelände berühmte Architekten ausgewählt. Und es gab einen Architekturwettbewerb, bei dem sich für jeden der für die Hotels vorgesehenen Plätze mehrere Architekten bewerben konnten. Für den Platz des Hotel Santa Fe wurde schließlich Antoine Prédoc als Architekt gewählt. Antoine Prédoc studierte an der University of New Mexico und hatte sein erstes Architekturbüro in Albuquerque. Dieser Hintergrund war bei der Gestaltung dieses Hotels sehr von Vorteil, denn es sollte eine Hommage an die Route 66 tief im Westen der USA darstellen. Es erinnerte an die goldene Zeit dieses Highways, der durch New Mexico führt und dabei ganz in der Nähe von Santa Fe verläuft. Gleichzeitig griff Prédoc die Kultur der Pueblo-Indianer auf, deren Stammesgebiete zum Teil ebenfalls in New Mexico lagen. Als weitere Inspirationsquelle nutzte er Motels und Autokinos aus den 1950er Jahren. In den letzten Jahren wurde das Erscheinungsbild des Hotel Santa Fe nach und nach verändert, bis es schließlich 2013 die jetzige Form erreichte. Mit der Renovierung gingen deutliche Veränderungen der Thematisierung einher. Für den Erstbesucher mögen diese auf den ersten Blick nicht auffallen, doch bei genauer Betrachtung wird schnell klar, dass der Ursprungsgedanke der Gestaltung nicht mehr vorhanden ist. Man kann sicherlich sagen, dass das Hotel Santa Fe bei seiner Eröffnung von allen Disney-Hotels das mit der spannendsten und vielfältigsten Formensprache und den meisten subtilen Anspielungen war. Zwar sind einige der reichhaltigen Artefakte und Symbole, die das Hotel Santa Fe damals ausmachten, wie zum Beispiel das abgestürzte UFO, noch immer vorhanden, doch das hat im Zusammenhang mit dem neuen Cast-Look des Hotels eigentlich gar keinen so wirklichen Sinn mehr. Ganz ursprünglich bei der Eröffnung des Hotels war auch die Farbgebung der Gebäude eine andere. Sie verlief damals von einem rötlichen Erdbraun im Erdgeschoss, immer heller werdend bis zu einem blassen Himmelblau. Die unteren Etagen in den Brauntönen symbolisierten dabei die Erde und die oberen Etagen den Himmel. Wenige Jahre später erfolgte allerdings schon ein anderer Anstrich in Leben- und Ockertönen, die heute noch in sehr ähnlicher Form erhalten sind, heute vielleicht noch einen Ticken wärmer. Da einige von euch mit der ursprünglichen Gestaltung des Hotels Santa Fe nicht so ganz vertraut sein werden, möchte ich kurz darauf eingehen und vielleicht ist ja auch noch was Interessantes für die alten Hasen dabei. Ursprünglich war das Hotelgelände in 5 sogenannte Trails unterteilt. Diese Trails haben sich jeweils einem Thema gewidmet. Da gab es den Trail of Infinite Space. Dieser Trail sollte die unendliche Weite des Westens darstellen. Gekennzeichnet wurde der Trail of Infinite Space durch eine gelbe Linie, die auf dem Parkplatz vor dem Hotel begonnen hat und sich von dort schnurgerade über das gesamte Gelände zog, so wie die gelbe Mittellinie auf einem amerikanischen Highway. Dieser Trail führte auch direkt unter der riesigen Leinwand hindurch, die lange Jahre von Clint Eastwood geziert wurde. Heute ist dort das Motiv aus dem Film Cars zu sehen. Ursprünglich wollte der Architekt Antoine Prédoc eine leere Leinwand installieren, auf die die Gäste ihre eigenen Fantasien projizieren sollten. Doch Disney gefiel dieses Konzept nicht und so eignete man sich auf Clint Eastwood. Der Trail of Infinite Space endet vor einem abgestürzten UFO, das zum Teil im Boden steckt. Die Gebäude links und rechts des Weges erinnern an funktionale Gebäude, die sich entlang der Highways in der Wüste
oder auch der Route 66 erstrecken. Der Trail of Water sollte an die Bedeutung des Elements Wasser in der Wüste erinnern. Höhepunkt dieses Trails war sicherlich das Haus 33, das auch das höchste Gebäude der Anlage ist, und von seinem Dach stürzte sich das Wasser in einer Rinne hinunter, wo es in 2 Kanalsysteme mündete. Diese Rinne kann man heute noch erkennen, der Wassereffekt ist aber leider verloren gegangen. Der Trail of Artifacts behandelte die in der Wüste zurückgelassenen Dinge. Damit sind nicht nur die Ruinen oder historischen Zeugnisse uralter Kulturen gemeint, sondern auch modernere Dinge, wie zum Beispiel verrostete Autos, die halb im Sand versunken waren. Man fand innerhalb des Trails zum Beispiel einen Ford Phantom aus dem Jahr 1934, einen Chevy Pickup von 1946 und einen Ford Fairlane von 1957, die alle von Antoine Braddock auf einem Schrottplatz in Albuquerque entdeckt wurden. Heute gibt es noch als Überbleibsel der alten Artefakte den riesigen Kaktus in einem Glaspavillon. Der Trail of Monuments sollte an die beeindruckenden Felsformationen im Südwesten der USA erinnern. Bei der Gestaltung dieses Hotelbereichs hat Antoine Braddock sich von Cartoons wie Roadrunner, Crazy Cat inspirieren lassen. Er griff da zum Beispiel auch die aus den Cartoons stammenden Konzepte der unmöglichen Steinformationen auf. Der Trail of Legends führte tief in den Wilden Westen zu seinen Mythen. So gab es an diesem Trail zum Beispiel einen Vulkan und 4 typische Western-Gebäude, die sich farblich vom restlichen Hotel abhoben. Das goldfarbene Gebäude sollte den Goldrausch symbolisieren. Das silberne Gebäude stand für Münzen bzw. die Bank. Ein schlichtes Betongebäude sollte ein Gefängnis darstellen und war vielleicht nicht der bequemste Platz zum Übernachten. Und dann gab es da noch ein rotes Gebäude, das für ein Bordell stand. Das war für Disney relativ mutig. Außerdem gab es am Trail of Legends noch ein schwarzes und ein weißes Gebäude, die das Gute und das Böse symbolisieren sollten. Inzwischen wurden diese Gebäude leider alle überstrichen und haben dieselben Farben wie die restliche Anlage. Ein Überbleibsel des alten Trail of Legends ist allerdings auch der Vulkan, der nach wie vor vorhanden ist. Außerdem gab es in der Anlage einen Spielplatz, den sogenannten Anasazi-Spielplatz. Dieser Spielplatz sollte an die Anasazi-Kultur erinnern. Das ist eine Kultur, aus der die ersten heute bekannten Siedlungen in der Gegend von Santa Fe hervorgegangen sind. Innerhalb der Anasazi-Kultur entstanden ab 700 nach Christus die ersten Pueblos und aus ihr gingen viele neuzeitliche Pueblo-Völker wie die Hopi und die Zuni hervor, deren Symbolik auch im Hotel Santa Fe aufgegriffen wurde. Bis heute erinnern noch einige der imposantesten historischen Bauten auf dem Gebiet der USA, wie zum Beispiel der Cliff Palace im Mesa Verde Nationalpark, an die Anasazi-Kultur. Und der sehr fantasievolle, verwinkelte, mit mysteriösen Gängen versehene Spielplatz, der leider seit vielen Jahren ein recht trostloses Dasein fristet und inzwischen geschlossen ist, jemals wieder eröffnen wird, ist allerdings äußerst fraglich. Vielleicht haben euch diese Ausführungen zum ursprünglichen Gedanken hinter dem Hotel Santa Fe ja mal dazu verleitet, mit offenen Augen durch das Hotelgelände zu laufen, und dann findet ihr sicherlich bis heute noch einige Details, die auf Antoine Braddocks Ideen hinweisen und den Südwesten der USA mit all seinen faszinierenden Details darstellen. Also einfach mal Augen aufhalten, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren von euren Entdeckungen im Hotel Santa Fe berichten würdet oder auch von euren Erinnerungen an das ursprüngliche Hotel Santa Fe. Nach diesem kleinen Ausblick in die Geschichte des Hotels wollen wir uns dem heutigen Hotel zuwenden. Und ja, was gibt's da denn eigentlich heute? Also direkt am Eingang des Hotels fällt euch sicherlich die riesige Tafel auf, die ursprünglich eine Autokinoleinwand darstellen sollte. Übrigens sind auch die Parkplätze vor dem Hotel so angeordnet, wie das im Autokino der Fall gewesen wäre, um den Film auf der Leinwand zu sehen. Hier seht ihr anstelle von Clint Eastwood und Lightning McQueen und Sally vielleicht ja moderne Helden des Westens und der Gegend von New Mexico. Sobald ihr das Hauptgebäude des Hotels hinter euch lasst, seht ihr kleine Hinweisschilder, die euch zu den verschiedenen Hotelbereichen führen. Sie zeigen jeweils eine Figur aus Cars, wie Lightning McQueen, Sally, Luigi und Hook, die jeder für einen Bereich stehen. Je nachdem, in welchem Bereich ihr euch befindet, könnt ihr auch weitere Elemente aus Cars in der Gestaltung der Gebäude entdecken. So haben zum Beispiel alle Gebäude außen eine Art Bordüre, die die entsprechenden Figuren sowie einige andere Elemente, wie zum Beispiel Kakteen oder Straßenschilder zeigt. Außerdem sind viele der Wege durch das Hotel wie eine Straße gestaltet, die genau so durch Radiator Springs führen könnte. Nachdem wir uns nun die Außenanlagen des Hotels angeschaut haben, möchten wir auch noch einen Blick auf die Einrichtung des Hauptgebäudes werfen. In der Rezeption könnt ihr rund um die Uhr einchecken, eure Eintrittskarten in Empfang nehmen und natürlich auch euren Schlüssel abholen. Eure Zimmer sind in der Regel ab 15 Uhr bereit.
Beim Concierge könnt ihr Restaurants buchen, Tickets für die Buffalo Bills Wild West Show kaufen, Ausflüge nach Paris organisieren und so einiges mehr. Im Trading Post, das ist der Shop des Hotel Santa Fe's, findet ihr eine Auswahl an Souvenirs. Außerdem gibt es hier gekühlte Getränke und ein paar Snacks wie Schokoriegel und Chips zu kaufen. Auch Postkarten und Briefmarken sind hier erhältlich, wenn ihr ein paar klassische Grüße in die Heimat senden wollt. La Cantina ist das Restaurant, in dem gibt es abends von 18 bis 22:30 Uhr ein Tex-Mex-Buffet. Hier könnt ihr zum Beispiel eure Verpflegungsgutscheine aus Halbpension oder Vollpension einlösen oder ihr könnt natürlich auch einfach so essen gehen. Auch das Frühstücksbuffet wird in diesem Restaurant serviert, täglich von 7 bis 11 Uhr. Die Rio Grande Bar ist täglich von 16:30 bis 1 Uhr geöffnet und bietet eine Auswahl an Bier und Cocktails sowie alkoholfreien Getränken, manchmal mit musikalischer Live-Untermalung, und ist der perfekte Ort im Hotel Santa Fe, um den Abend ausklingen zu lassen. Und wenn euch ein ordentlicher Kaffee fehlt oder ihr mal Lust auf ein Sandwich oder was Süßes zwischendurch habt, dann seid ihr im Starbucks genau richtig. Hier könnt ihr euch täglich von 7 bis 23 Uhr mit einer Dosis Koffein versorgen. Ja, das war auch schon unsere Tour durchs Hotel Santa Fe. Wir hoffen, sie hat euch ein bisschen gefallen. Wir konnten euch die ein oder anderen interessanten Informationen gerade zur Geschichte des Hotel Santa Fe's bieten und würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht Kommentare hinterlasst, an was ihr euch im Hotel Santa Fe erinnert, was ihr hier für schöne Aufenthalte verbracht habt und was euch besser gefällt, die alte oder die neue Gestaltung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr auch weitere Videos von uns sehen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und drückt auch den Button mit der Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von uns erscheint. Ganz besonders würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch einen Daumen nach oben da lasst und dieses Video positiv bewertet.